Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei, euer Lieblingskanal für mehr Qualität im Bett aus Hannover. Ich muss schon wieder ein Video zum Thema Lattenrost machen, sorry, aber es kommen einfach zu viele Fragen und zu wenig Antworten. Ich habe hier mal ein Modell mit 42 Holzleisten. Viele feine Leisten, ihr kennt so ein Ding, das gibt es in einigen Läden, kann man sowas wohl kaufen. Ich mache sowas nicht, das wisst ihr schon. Ich will dazu mal ein bisschen was sagen. Ihr habt immer unterschiedliche Folien hier drauf, ne? Also mal blau, mal hell, mal dunkel und so weiter. Das erweckt oft den Eindruck von anderen Zonen. Es ist aber die gleiche Leiste, nur mit einer anderen Folie drauf. Hier passiert also gar nichts. Auch, dass diese Laschen unterschiedlich sind. Diese hier soll weicher sein als die. Was am wichtigsten ist eigentlich, hier steht drauf ergonomische Schulterkomfortzone. Was ist hier ergonomisch? Ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil der Federweg hier bei dieser Schulterzone beträgt 1 cm. Das war's. Ne? Also das hier ist der Schultereinsinkbereich. Die meisten Männer schlafen so weit oben im Bett, dass die Schulter sowieso eher hier liegt und nicht da. Passt vielleicht für einige Frauen, aber wie gesagt, ist sowieso Wumpe, weil es ist alles das Gleiche. Dann habt ihr hier diese berühmten Härteregler bei diesen vielen Leisten halt eben, die dann auch noch selber verrutschen. Zum Glück merkt ihr den Unterschied aber nicht, weil das ist völlig egal, wo diese Dinger stehen. Es ist weder weicher noch fester, ob ich das außen oder innen mache. Ich habe also marginal einen Unterschied. Ich kann es nicht wirklich einstellen. Dann hatten wir jetzt gerade wieder die Frage, ist dieser Mittelgurt hier ein Qualitätsmerkmal? Bei Lattenrosten braucht man das eigentlich nicht. Um das jetzt rauszukriegen, müssen wir das mal eben kaputt machen. Ich vermute mal, dadurch, dass man hier so viele Schwabbelleisten hat, liegt es daran, dass die Leisten dann vielleicht irgendwohin abhauen dabei und ja, in so einen Klappmechanismus vielleicht sogar gehen. Deswegen machen sie hier einen Mittelgurt dran, um das Ganze hier irgendwie zu stabilisieren, weil es sonst so schwabbelig wäre, dass die Leisten zumindest in dem richtigen Abstand gehalten werden. Ich zeige euch nochmal einen richtigen Lattenrost im Vergleich natürlich. Bei uns ist es so, dass wir eher mit 28 Leisten arbeiten, lieber breitere Leisten nehmen. Die haben natürlich viel mehr Substanz. Hier ist das Verkaufsargument immer, ja, je mehr Leisten, desto besser, denn passt es sich besser an. Brauche ich meiner Meinung nach nicht. Wenn ich die Härte nicht regeln kann und keine Schulterzone habe, nützen mir auch viele Leisten einfach nichts. 28 gute Leisten, die sind auch viel dicker. Ne? Das ist nicht so wabbelig hier. Viel stabiler. Ihr kennt das aus den anderen Videos. Kann ich drauf rumlaufen? Muss ich jetzt nicht. Zudem ist es wichtig, eine funktionierende Härteregelung zu haben. Dass man Härteregler, die alleine hin und her schubsen, ist halt irgendwie Blödsinn. Wenn man sie fixieren kann, wäre schon toll. Dann haben manche Hersteller hier sogar noch einen Filzpunkt draufgeklebt gegen Klappern. Dass man sich, wenn man es auf weich gestellt hat, dass das Ding nicht scheppert beim Drehen und Wenden. Ich kann relativ leicht auch Leisten raus und rausnehmen, das muss ich jetzt nicht machen ständig. Aber auch hier Schulterzone, hier habe ich Wendeleisten drin bei unseren Dingern. Sind sie auf Rot, ist halt normal hoch. Und mache ich sie auf Grau, habe ich sie generell schon mal tiefer, plus ein Federmechanismus, der viel tiefer auch wirkt. Also hier kriege ich auch eine Schulter rein. Wenn ich das eingedrückt habe, ihr seht, was ihr hier für einen Höhenunterschied habt. Das ist eine Schulterzone. Und nicht da, weil da so ein Aufkleber drauf ist, ist da Schulterzone drin. Habt ihr nicht. Ne? Das sind die feinen Unterschiede bei den Lattenrosten. Man braucht keine 42 Leisten, man kann 28 vernünftige nehmen, die man auch vernünftig einstellen kann. Das hier ist immer so ein bisschen, sieht geil aus und kann man auch sicherlich argumentieren. Vielleicht fallt ihr auch drauf rein, ich hole die Dinger in einer Tour ab, weil ihr mich fragen, ja, wie stellt man das denn ein? Ich kann es nicht einstellen, also marginal. Deswegen, mehr Leisten ist nicht unbedingt besser, habe ich im anderen Video schon mal gesagt. Aber wir holen einfach zu viele von den Dingern ab, auch frisch gekaufte, kostet auch irgendwie 200 € so ein Ding. Der kostet 280, ganz andere Liga, ne, für wenig Geld mehr. Aber jetzt habt ihr das schon mal gehört und dann ist das vielleicht auch mal mit diesem Mittelgurt geklärt. Jetzt weiß ich es auch endlich, warum dieser Mittelgurt da ist, weil das sonst überhaupt nicht halten würde. Okay, also 42 Leisten gegen 28 Leisten zum 5. Mal, aber egal, man kann es nicht häufig genug sagen. Viele gute Nächte wünschen wir euch bis zur nächsten Folge. Also wenn ihr Bock drauf habt, mal gucken, was wir zum Thema Lattenroste noch alles machen können. Alles klar. Schlaft gut und bis bald. Tschüss.